Guten Tag aus Freiburg, aus dem Dreiländereck Deutschland, Schweiz und Frankreich. Mein Name ist Christian Schläfer. Ich bin Gründer von Fansport24.de. Ich verkaufe seit 1998 im E-Commerce. Seit 1999 sind wir Partner von eBay. Seit 2006 verkaufen wir über Amazon. Unsere Artikel werden weltweit vertrieben, überwiegend jedoch in dem europäischen Bereich über die Marktplätze von Amazon und eBay. In den letzten Jahren bzw. in den letzten Jahrzehnten hat sich herauskristallisiert, dass ein Handeln als kleiner mittelständischer E-Commerce-Händler ohne die Marktplätze fast nicht mehr möglich ist. Die Marktplätze wie Amazon und eBay haben die Optionen und die Möglichkeit, in die Europäische Union zu liefern, in unsere europäische Nachbarschaftsländer. Gerade hier im Dreiländereck ist das Liefern nach Frankreich, nach Italien, nach Spanien, Österreich etc. Sehr von Vorteil, und da haben uns die Marktplätze sehr stark unterstützt. Es ist fast unmöglich als kleiner mittelständischer E-Commerce-Händler oder Einsteiger, der in das E-Commerce einsteigen möchte, ohne einen Marktplatz zu starten. Sie haben nicht die Möglichkeit, gefunden zu werden in der großen Welt des Internets. Sie müssten unglaublich viel Geld investieren, damit sie auf Google etc. gefunden werden, und dies immer pro Land. Das heißt, Sie müssten hier in Italien, in Spanien, in Deutschland sehr viel Kapital ins Marketing reinstecken. Darüber hinaus müssten Sie alle Produkte und Artikel, die Sie verkaufen wollen, in die Landessprache übersetzen. Daher ist es jetzt oder seit Corona auch doch sehr deutlich, wie stark die Marktplätze sind, gerade eBay und Amazon als Global Player. Hier sollte man unterscheiden zwischen einmal eBay als reiner Marktplatzhändler, der nur als Vermittler sozusagen zwischen uns Händler und den Kunden auftaucht, und Amazon, die die Ware selber noch im Namen von Amazon an die Kunden verkauft, jedoch auch die Händler in ihrem Netzwerk beinhaltet und das Sortiment den eigenen Kunden anbietet. Für uns als Händler ist es sehr wichtig, dass die automatischen Prozesse zum Einstellen von Artikeln auf den Marktplätzen so reibungslos wie möglich verlaufen, dass wir keine Unterbrechungen haben, dass wir keine Meldungen bekommen, dass Artikel gelöscht werden, dass Artikel aus dem Sortiment genommen werden oder ähnliche Änderungen jeglicher Art. Das Problem ist in dem Moment, wenn wir uns mit Themen beschäftigen müssen, dass einzelne Produkte aus welchen Gründen auch immer aus unserem Sortiment genommen werden, müssen wir die einzeln anfassen, wir müssen diese einzeln prüfen, wir müssen beauftragen, eventuell eine Agentur oder 1 oder 2 Mitarbeiter, warum, weshalb, wieso. Wir müssen Kontakt mit den Marken aufnehmen, wie Adidas, wie Puma in unserem Bereich. Und das ist alles sehr, sehr störend. Ich habe natürlich Verständnis, gerade wir im Bereich von Fanartikel, dass wir mit Plagiaten und gerade Ware aus dem asiatischen Raum auf den Marktplätzen, die dort auftauchen, immer wieder konfrontiert werden. Und wir hier auch immer wieder von Agenturen oder den Marktplätzen automatisch die Produkte rausgeworfen werden. Dann gibt es einen sehr langen Ablauf, um diese Artikel wieder aktiv zu stellen. Und hierzu merken wir, dass wir in den letzten 1-2 Jahren gerade auf Amazon bekommen wir tagtäglich eine Liste, dass Artikel aus unserem Sortiment rausgenommen werden, aus welchen Gründen auch immer. Hier gibt es immer mehr Gründe, hier gibt es immer mehr Vorgaben, auch von Seiten der Marktplätze aus. Und das macht unser Alltagsgeschäft natürlich sehr, sehr problematisch, da wiederum die kleinen und mittelständischen Unternehmen hier nicht die Manpower haben, jeden Tag die Produkte oder die Artikel zu prüfen und warum sind die jetzt rausgeflogen. Und das ist aktuell ein sehr, sehr großes Problem. Wenn man jetzt sieht, dass das Europäische Parlament im Moment sich Gedanken macht, die Marktplätze hier mehr, sage mal, in die Verantwortung zu nehmen, kann man das zum Teil eventuell nachvollziehen aus Kundensicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Händler, die ja ihre Produkte einstellen wollen oder die auch ein Konto eröffnen wollen, hier immer mehr Probleme bekommen, und im Notfall ist der Prozess einer Kontoeröffnung etc. oder einer Änderung in einem Konto ein unglaublicher Akt. Deshalb
wenn man in Europa ein buntes und vielfältiges Sortiment möchte und gerade, dass man auch den kleinen Händlern die Möglichkeit geben möchte, der aus Deutschland kommt, der Ware nach Italien verkaufen möchte oder, dann muss man aufpassen mit den Restriktionen und den Kriterien, die man hier aufsetzen möchte. Nicht nur aus dem Sinne für den Kundenschutz, sondern es muss auch funktionieren, dass ein reibungsloser Ablauf für die Händler in Zusammenarbeit mit den Marktplätzen besteht.